Passiert es Ihnen auch, dass Ihre Gurke, Paprika oder Tomate üppig blüht und dann plötzlich die Blüte abfällt, ohne etwas zu tragen? Wenn ja, sind Sie nicht allein. Viele Gärtner machen denselben Fehler. Doch heute verrate ich Ihnen eine einfache Sache, nur ein Tropfen, der alles verändert. Erstens, warum fällt die Blüte ab? Der häufigste Grund ist Nährstoffmangel. Die Pflanze hat nicht genug Kraft, jede Blüte zu ernähren, also wirft sie einfach ab. Der zweite Grund ist mangelnde Bestäubung, insbesondere bei Insektenmangel im Garten. Der dritte Grund sind Temperaturstress und unregelmäßiges Gießen. All das beeinträchtigt die Fruchtbildung. Aber keine Sorge, ich habe eine Lösung. Und Sie, liebe Freunde, abonnieren Sie unseren Kanal und drücken Sie sofort die Glocke, um über jedes neue Video benachrichtigt zu werden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon bemerkt, dass die Blüten abfallen und an welchen Pflanzen? Denn jetzt kommt das Wichtigste, ein natürlicher Tropfen Kraft für eine üppige Ernte und kräftige Früchte. Rezept: nur 1 Tropfen für eine reiche Gurkenernte. Nehmen Sie 1 Liter warmes Wasser, 1 Teelöffel Honig, 1 Tropfen Jod, ja nur 1 Tropfen. Gut vermischen und die Pflanzen alle 10 Tage direkt an der Wurzel damit gießen. Nicht mehr. Honig nährt die Pflanze, Jod stärkt die Blüte und regt die Fruchtbildung an. Das ist die perfekte Unterstützung, wenn die Pflanze zwar blüht, aber nicht die Kraft hat, Früchte zu tragen. Abonnieren und liken Sie das Video, wenn Sie es hilfreich fanden, und wenn Sie jemanden kennen, der Probleme mit Gurken hat, teilen Sie es mit ihm. Mögen auch Sie eine reiche Ernte einfahren mit nur einem Tropfen. Vielen Dank, dass Sie unserem Kanal Ratschläge von Biologen folgen. Es gibt Tricks im Garten, die selbst erfahrene Gärtner nicht kennen. Manche Dinge, die normalerweise im Mülleimer landen, können zu einem wahren Schatz für Ihre Pflanzen werden. Bleiben Sie bis zum Ende des Videos dran, denn was Sie in diesem Video sehen, erfahren Sie nirgendwo sonst, und das Ergebnis wird Sie völlig überraschen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum manche Gurken üppige Blätter und starke Stängel haben und bis in den Spätherbst Früchte tragen, während andere im Hochsommer verwelken und gelb werden? Das Geheimnis liegt nicht in teurem Dünger, sondern in einer einfachen Zutat, die Sie wahrscheinlich bereits in Ihrer Küche haben. Aber bevor ich das Geheimnis einiger Gärtner verrate, schreiben Sie mir in die Kommentare, wie retten Sie Ihre Pflanzen, wenn sie anfangen, gelb zu werden? Freunde, abonnieren Sie unseren Kanal und drücken Sie die Glocke, um über jedes neue Video benachrichtigt zu werden. Vielen Dank dafür. Erzählen Sie mir in den Kommentaren, verwenden Sie Küchenabfälle im Garten oder werfen Sie sie alle weg? Was ich Ihnen heute zeige, ist unglaublich. Vergraben Sie es neben den Wurzeln. Schon nach wenigen Tagen werden Sie feststellen, wie die Blätter dunkelgrün werden, die Blüten widerstandsfähiger werden und die Wurzeln Kraft gewinnen, um die gesamte Pflanze zu ernähren. Dieser natürliche Trick nährt den Boden, stimuliert Mikroorganismen und setzt Nährstoffe genau dort frei, wo die Gurken sie am meisten brauchen. Keine Chemikalien, keine zusätzlichen Kosten, einfach Natur pur. Und jetzt kommt das, worauf Sie alle gewartet haben. Was sollten Sie vergraben und wie? Nehmen Sie 2 Kartoffeln und schneiden Sie sie in kleinere Stücke. Graben Sie etwa 10 cm vom Gurkenstiel entfernt ein kleines, 5 bis 7 cm tiefes Loch. Legen Sie die Kartoffelstücke hinein und bedecken Sie sie mit Erde. Am besten tun Sie dies morgens oder am frühen Abend, wenn der Boden noch nicht so heiß ist. Gießen Sie sofort nach dem Vergraben, damit die Nährstoffe freigesetzt werden. Kartoffeln sind reich an Stärke, Kalium und organischen Stoffen, die die Pflanze langsam ernähren und die Bodenqualität verbessern. Probiert es aus und lasst es mich in den Kommentaren wissen, die Ergebnisse werden euch überraschen. Liebe Freunde, schickt dieses Video an eure Freunde in den sozialen Netzwerken. Vielen Dank dafür. Nein, das ist kein Fehler. Und nein, wir werfen kein Geld weg, wir pflanzen es tatsächlich an. Wenn du glaubst, Gartenarbeit sei einfach, dann wirst du heute überrascht sein. Denn eine alte, abgenutzte, vergessene Brieftasche kann in deinem Garten Wunder bewirken. Warum sollte ein normaler Mensch eine Brieftasche neben Tomaten oder Zucchini vergraben? Ist das eine neue Sparmaßnahme? Oder ein Ritual, um die Fruchtbarkeit von Pflanzen und gleichzeitig ein Bankkonto zu beschwören?
Wir verraten dir noch nicht alles. Ich sage dir nur, dass unsere Experimente etwas Unglaubliches gezeigt haben. Vergrabe eine alte Brieftasche, ja. Sie ist leer, sie liegt sowieso schon seit Jahren traurig herum. Schreib uns in die Kommentare, ja oder nein, probierst du diesen Trick aus? Wähle einen Platz neben einer Pflanze, sagen wir Zucchini, Tomate oder Paprika. Tiefe. Ungefähr so tief wie beim Vergraben von Kartoffeln oder Geheimnissen. Du kannst sie öffnen und ein Stück Pappe, eine alte Rechnung oder sogar trockenen Tee hineinlegen. Klingt verrückt? Ist es auch. Aber bevor wir euch verraten, was passiert, abonniert unseren Kanal und liket dieses Video. Vielen Dank dafür. Aber was nach ein paar Tagen passiert, ist schwer zu erklären. Die Pflanzen werden üppiger. Die Erde um sie herum weicher. Und es ist, als würde dort eine andere Mikrowelt entstehen. Mikroorganismen kommen. Sie lieben Papier, sie lieben altes Leder. Und wo sie sind, da ist Fruchtbarkeit. Und vielleicht denken die Pflanzen, du hättest ihnen dein Geld gegeben und revanchieren sich jetzt. Wer weiß. Probier es aus. Vergrabe es. Und wenn deine Nachbarn dich fragen, was du machst, lächelst du einfach und sagst: Ich pflanze finanzielle Stabilität in Tomaten. Klicke auf Abonnieren, um gemeinsam noch mehr merkwürdige Tricks zu entdecken. Und teile dieses Video in den sozialen Netzwerken. Danke. In diesem kurzen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Unkraut auf ganz natürliche Weise loswerden. Keine Chemikalien. Keine schädlichen Auswirkungen auf Ihre Lieblingspflanzen. Und Sie, liebe Freunde, abonnieren Sie unseren Kanal und liken Sie dieses Video, denn nur so erreicht es die Zielgruppe, die Probleme mit Unkraut hat. Vielen Dank dafür. Unkraut entsteht nicht zufällig. Es entsteht dort, wo der Boden ausgelaugt ist, wo die Feuchtigkeit stagniert, wo die Pflanzen nicht genug Kraft haben, es zu unterdrücken. Es wächst am häufigsten entlang von Wegen, zwischen Pflastersteinen, an Gartenrändern, an Zäunen und an Stellen, an denen man es am wenigsten erwartet, sogar unter Bäumen, die man sorgfältig pflegt. Und wenn es erst einmal sprießt, ist es schwer, es zu stoppen, es sei denn, Sie kennen dieses einfache, aber wirksame Geheimnis. Diese natürliche Flüssigkeit verbrennt Unkraut nicht nur bis zur Wurzel, sondern verhindert auch, dass es wieder austreibt. Es wirkt schnell, die Ergebnisse sind bereits nach wenigen Stunden sichtbar. Am effektivsten ist es, wenn es an einem sonnigen Tag direkt auf die Blätter und Wurzeln des Unkrauts aufgetragen wird. Es beschädigt weder Beton noch Platten oder Wege und ist daher ideal für den Einsatz rund ums Haus. Und das Wichtigste, bei präziser Anwendung schadet es weder Menschen noch Haustieren oder umliegenden Pflanzen. Hier ist das Rezept. Mischung: 1 Esslöffel Speisesalz, 100 ml Alkoholessig, 100 ml Wasser. Gut schütteln und mit einem Sprühgerät oder einer Sprühflasche direkt auf das Unkraut sprühen. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf. Nach der ersten Behandlung beginnt das Unkraut zu verdorren und verschwindet vor Ihren Augen. Fangen deine Tomaten schon an zu welken? Weniger Blüten, weniger Früchte, welke Blätter. Und der Sommer ist noch nicht zu Ende. Die meisten geben dann auf. Sie sagen: Schon wieder. Was Früchte trägt, trägt Früchte. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass man die Blüte wieder in Gang bringen kann? Und zwar mit einem einfachen, selbstgemachten Trick, den fast niemand anwendet. Schreib mir in die Kommentare, wie viele Tomaten hast du dieses Jahr schon geerntet? Und ist dir schon aufgefallen, dass die Pflanze aufhört zu blühen, sobald die Sonne zu stark wird? Weißt du, Tomaten sterben im Juli und August nicht, sie schützen sich selbst. Sie schließen ihre Blüten, verlangsamen ihr Wachstum. Sie warten darauf, dass wir ihnen helfen. Und wir tun es heute. Wir geben ihnen neue Kraft, aber ohne Chemie. Keine teuren Geschichten. Das ist ein alter Trick, einfach und ungewöhnlich. Es ist eine Mischung, die du schon in deiner Küche hast. Sie gibt der Pflanze mineralische Kraft für die Blüte.
Sie steigert die Energie. Und als würde er ihr zuflüstern, nur noch ein bisschen, halte durch und trage Früchte. Nimm einen Esslöffel Holzasche, gib einen Esslöffel Milch hinzu, gieße 1 Liter lauwarmes Wasser darüber. Schütteln und alle 7 Tage um die Wurzeln gießen. Wenn du welche hast, kannst du eine Prise Kurkuma hinzufügen, es wirkt wie ein natürliches Antistressmittel für die Pflanze. Probier es heute Abend aus. Und schreib mir, ist deine Tomate wieder zum Leben erwacht? Blüht sie wieder? Denn wenn du denkst, es ist vorbei, dann beginnt das Wunder im Garten. Und vergiss nicht, klicke auf Abonnieren und teile dieses Video in den sozialen Netzwerken, damit auch deine Freunde es sehen können. Vielen Dank dafür. Viele glauben, tote Gurken würden nicht wieder zum Leben erwachen. Aber das stimmt nicht. Haben Sie Ihre Gurken schon einmal angeschaut und gedacht, sie wären hinüber? Die Blätter sind gelb, der Stängel verwelkt, die Früchte klein. Viele würden sagen, es gibt keine Hoffnung mehr. Doch sie irren sich. Eine Gurke ist eine Pflanze, die schnell signalisiert, wenn ihr etwas fehlt. Und meistens ist es Nährstoffe. Ohne die richtige Ernährung gibt es keinen starken Stängel, keine Blüten, keine Früchte. Erzählen Sie mir in den Kommentaren, düngen Sie Ihre Gurken regelmäßig und wie oft? Was viele nicht wissen, selbst wenn die Pflanze tot aussieht, lebt die Wurzel noch. Sie wartet nur auf einen Impuls, einen kleinen Kraftschub, der sie aufweckt. Heute zeige ich Ihnen genau das, eine Mischung, die Gurken wieder zum Leben erweckt und sie von kranken in starke und ertragreiche Pflanzen verwandelt. Rezept zur Wiederbelebung von Gurken. Fügen Sie in 5 Liter lauwarmes Wasser Folgendes hinzu: 1 Löffel Zucker, 1 Esslöffel Asche, 1 Teelöffel Natron. Gut vermischen und die Pflanzen morgens oder am frühen Abend direkt an der Wurzel gießen. Nach einigen Tagen werden Sie feststellen, dass die Blätter ihre Farbe zurückgewinnen und die Pflanze beginnt, sich zu erholen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie es und teilen